Daung, Motschkan, Rean, Hoppern. Wisst ihr, was diese österreichischen Verben bedeuten? Noch nicht? Keine Sorge, das klären wir heute. Los geht's! Verb Nummer 1. Daung. Ein Verb, das wir persönlich so gut wie jeden Tag verwenden, ist Daung. Daung meint einfach begeistert sein, dass uns etwas gefällt oder dass wir etwas schön, toll oder cool finden. Es ist ganz vielfältig einsetzbar und sehr hilfreich, wenn wir unsere Meinung ausdrücken möchten. Zum Beispiel, und wie taugt dir die Arbeit? Mir taugt's echt voll. Taugen dir die neuen Laufschuhe? Na, leider taugen's mir nicht so. Sie sind ein bisschen zu klar, jetzt reiben's voll. Wie taugt dir das Buch vom Erwin Thoma? Voll gut, mir taugt's echt voll, weil es so informativ ist. Hast du schon gehört? Der David macht jetzt eine Ausbildung zum Grafikdesigner. Echt? Was taugt ihm da so dran? Und wie taugt euch der Urlaub? Es ist so schön, es taugt uns voll. Daung können wir aber auch verwenden, um unser Befinden auszudrücken. Zum Beispiel könntet ihr hören, na, heute taugt's mir nicht so. Das meint ganz einfach, dass wir uns heute nicht richtig gut oder fit fühlen, aber wir oft gar nicht genau wissen, warum, also den Grund dafür gar nicht kennen. Oder das Gegenteil, wenn wir sagen, mir taugt's heute voll, dann meinen wir, dass wir uns heute sehr gut fühlen, dass wir glücklich und zufrieden sind. Verb 2. Motschkan, sudern, sempern. Motschkan könnt ihr in verschiedenen Schreibweisen finden, zum Beispiel auch mit der Schreibweise mit einem K. Diese Schreibweise mit einem G haben wir in einer Zeitung in Wien gefunden. Hier steht: Schön, dass viele über die Öffis motschkan. Damit ist ganz einfach jammern, nörgeln oder sich beklagen gemeint. Wenn jemand also motschkert, dann beklagt er sich. In dem Beispiel, es beklagen sich die Leute über die öffentlichen Verkehrsmittel. Typischerweise verwenden wir motschkan auch im Zusammenhang mit Kindern oder Babys, wenn sie zum Beispiel uns zu anstrengend oder lästig sind oder sich schwer beruhigen lassen. Zum Beispiel könnten wir sagen: Wie geht's euch mit dem Baby? Naja, sie motschkert zurzeit schon recht viel. Warum motschkerst du jetzt schon wieder? Gibt's ein Problem? Mein Bruder ist so anstrengend, er motschkert die ganze Zeit wegen jeder Kleinigkeit. Es gibt übrigens auch ein Substantiv zu diesem Verb, und zwar die Motschkerei oder das Motschkern. Ich könnte zum Beispiel sagen: Die ganze Motschkerei geht mir echt auf die Nerven. Hör mal auf mit Motschkern, das nervt. Aber wir könnten auch eine Person als Motschkerer bezeichnen. Zum Beispiel: Du bist echt ein Motschkerer, jetzt hast du den ganzen Tag nur gejammert. Es gibt auch noch zwei andere Verben, die wir als Synonym zu motschkern verwenden können und die auch sehr häufig verwendet werden. Das sind sudern und sempern. Auch diese Verben haben die gleiche Bedeutung wie motschkern und meinen sich beklagen, sich beschweren, nörgeln, jammern oder sogar ein bisschen schimpfen. Auch diese beiden Verben können wir als Nomen verwenden, zum Beispiel die Suderei oder die Semperei. Zum Beispiel: Sie sempert mir einen ganzen Tag die Ohren voll. Hat er nichts Besseres zum Tor als einen ganzen Tag sudern? Hör auf zum Sempern, das bringt sie wirklich nichts. Immer die Semperei. Jetzt reicht's mir dann wirklich. Hör mir auf zum Sudern bitte, ich kann jetzt auch nichts machen. Ich verstehe immer noch nicht, warum so viele Leute ständig sempern und nichts machen. Können wir jetzt weitermachen? Es wird schon ein bisschen langweilig. Ja, hör auf zum Motschkern. Es geht schon weiter mit dem nächsten Verb, nämlich rean. Verb Nummer 3. Rean. Rean ist für uns ein wirklich typisches Verb und das meint ganz einfach heulen oder weinen. Aber heulen oder weinen verwenden wir persönlich nie. Schaut euch jetzt diese Beispiele an, damit ihr seht, wie wir dieses Verb verwenden, auch in der Vergangenheit. Ich rean nicht oft. Beruhigen Sie sich wieder, Sie brauchen jetzt nicht rean, das wird schon wieder. Musst du auch bei traurigen Filmen rean? Ja, voll. Letztens habe ich auch angeschaut, da habe ich voll gereert. Hör mir auf zum Rean und dann reden wir drüber. Ich habe gerade Zwiebel geschnitten, jetzt muss ich voll rean. Wieso hast du gestern gereert? Ist alles okay? Übrigens, das Verb rean können wir auch als ein Substantiv verwenden und dann könnte es sogar als ein Schimpfwort verwendet werden, wenn wir zum Beispiel sagen: Du bist der Rean oder du bist der bläde Rean. Dann meinen wir nämlich, dass die Person ein Jammerlappen ist oder eine Heulsuse ist. Und wenn wir schon beim Rean sind, was macht ihr, wenn ein Baby weint? Wir nehmen es in den Arm und versuchen es zu beruhigen, oder? Jetzt lernt ihr, welches Verb wir dafür in unserem Dialekt verwenden. Verb 4. Hoppern. Wenn wir ein kleines Kind, ein Baby oder auch ein kleines Haustier auf den Arm nehmen oder auf den Schoß nehmen, dann sagen wir dazu meistens hoppern. Typischerweise hoppern wir Kinder oder Babys, wenn wir sie beruhigen möchten, und wir machen dabei auch immer Bewegungen.
Hin- und Herbewegungen oder Auf- und Abbewegungen, um einen gleichmäßigen Rhythmus zu erzeugen, das dann das Kind oder das Baby beruhigt. Hier ein paar Beispiele. Möchtest hoppern? Soll man hoppern? Soll ich die hoppern? Das Hoppern ist jetzt echt schon anstrengend, sie ist wirklich schon groß. Kannst du sie mal hoppern? Mir tut echt schon der Arm weh. Darf ich einmal mal hoppern? Wie schon kurz erwähnt, verbinden wir Hoppern mit gewissen Bewegungen wie Auf- und Abwärtsbewegungen oder ein leichtes Hin- und Herwiegen, um eben das Kind oder das Baby zu beruhigen, dass wir hoppern. Hoppern dürfte also auch mit dem Verb hoppen verbunden sein. Das meint nämlich kleine Sprünge machen. Außerdem gibt es in diesem Zusammenhang den Ausruf hopp. Damit begleiten wir zum Beispiel kleine Kinder, wenn sie Sprünge machen, zum Beispiel über einen kleinen Graben springen möchten und wir möchten sie verbal begleiten, dann könnten wir hopp sagen. Und zum Verb hoppen gibt es übrigens ein sehr bekanntes Kinderlied und zwar Hoppe Hoppe Reiter. Das verlinken wir euch unten, wenn ihr euch das anhören möchtet. Welches der Verben heute ist euer Favorit? Und kennt ihr noch andere typisch österreichische Verben? Schreibt uns das gern unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.